Hatte der Täter von Solingen eigentlich Hilfe, seine Abschiebung zu verhindern? Genau diese Debatte, die nimmt jetzt allmählich an Fahrt auf, denn es deutet einiges darauf hin, dass er ziemlich spezifische Informationen darüber hatte, wie man den Behörden entgeht. Wie das allerdings genau abgelaufen ist, das hat zumindest NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst gestern bei seinem Besuch in Solingen nur angedeutet. Man muss also sehr genau hinhören und das werden wir jetzt noch mal tun. Auch die Frage, wie man Menschen, wenn auch nur nach Europa, zurückschiebt, muss man sich sehr genau anschauen. Fristen, bürokratische Hemmnisse, Schlupflöcher, die ausgenutzt werden von fachkundig beratenden Leuten und die es dann den zuständigen Behörden, auch das haben wir heute im Vorgespräch gehört, die es den zuständigen Behörden vor Ort unglaublich schwer machen, auch nur nach Europa abzuschieben. Bei dem konkreten Fall werden wir auch schauen, ob alles richtig gelaufen ist. Wenn was schief gelaufen ist, muss das auch klar benannt werden. Das ist völlig klar, aber es zeigt eben auch, wie unglaublich kompliziert es den zuständigen Behörden gemacht wird. Den zuständigen Behörden wird es kompliziert gemacht. Hendrik Wüst spricht da ganz vage von Beratenden. Und Gerrit Sebert ist jetzt bei mir. Gerrit, du hast dir noch mal das auch näher angeschaut, dieses Asylverfahren. Was deutet denn darauf hin, dass auch Issa al-Hassan ziemlich genau wusste, wie er einer Abschiebung in Deutschland entgehen kann? Ja, tatsächlich spricht einiges dafür, dass er das relativ genau wusste. Und das ist ja auch das, was wahrscheinlich Hendrik Wüst hier anspricht. Man muss dazu aber auch sagen, es ist natürlich ein heikles Thema, was er anspricht, weil er spricht Rechtsbeistand für Geflüchtete an, auf die natürlich Geflüchtete in Deutschland ein Recht haben. Jeder, der nach Deutschland kommt, hat dieses Recht. Und das ist ja zunächst auch mal gut so. Und dass wir leben in einem Rechtsstaat. Hendrik Wüst deutet aber eben an, dass eben dieser Rechtsbeistand vielleicht instrumentalisiert werden könnte oder ausgenutzt werde, um eben Abschiebungen zu entgehen. Und das kritisiert er und da will er womöglich ran. Was jetzt in dem konkreten Fall dafür spricht, das schauen wir uns jetzt mal an. Um zu verstehen, was vielleicht Hendrik Wüst gemeint haben könnte, wie das ausgenutzt wurde in dem konkreten Fall in Solingen, können wir uns jetzt anschauen. Und dazu ist es vielleicht noch mal sinnvoll, sich die Route anzuschauen, wo er gekommen ist. Also der Attentäter ist wohl über die Türkei nach Bulgarien eingereist. Der erste Ort der EU, den er betreten hat, wo er registriert wurde. Von dort ist er dann nach Deutschland gekommen. In Bielefeld hat er dann einen Asylantrag gestellt. Das war im Dezember 22, ist er eingereist, hat einen Asylantrag in Bielefeld gestellt. Dieser Asylantrag, der wurde dann allerdings schon im Februar 23 abgelehnt, weil es eben hieß, nein, er muss den Asylantrag eigentlich in Bulgarien stellen, weil dort ist er in die EU eingereist. Das ist einfach EU-Recht, das ist das sogenannte Dublin-Abkommen. Im März 2023 besorgt sich dann al-Hassan eine Anwältin aus Dresden und klagt gegen die Überstellung nach Bulgarien. Das interessiert die Behörden aber nicht. Sie sagen weiterhin, nein, er muss zurück nach Bulgarien, so, das sagt das Recht. Dann gibt es im Juni 2023 einen Abschiebeversuch. Er wird allerdings nicht angetroffen in seiner Asylunterkunft und die Behörden rücken wieder ab. Wichtig, es war eben der einzige Abschiebeversuch und es ist danach nichts weiter gefolgt. Dann passiert Folgendes. Im August 2023 enden dann die 6 Monate, nachdem der Asylantrag abgelehnt wurde und diese sogenannte Überstellungsfrist endet. Das heißt, ab diesem Moment konnte er nicht mehr abgeschoben worden nach Bulgarien, sondern das Asylrecht geht über nach Deutschland. Hier muss jetzt doch der Asylantrag geprüft werden. Und das passiert, weil nur ein einziges Mal eben versucht wurde, ihn aufzusuchen. Hätten sie es öfters gemacht, hätten sie diese Frist verlängern können. Ist aber nicht passiert. Die Überstellungsfrist endet. Und jetzt wird es spannend. Nur 4 Tage später meldet sich al-Hassan bei den Behörden. Und das lässt natürlich die Vermutung zu, dass er ganz genau wusste, dass diese Frist endet und er jetzt sicher in Deutschland ist und er in Deutschland bleiben kann. Und so passiert es dann auch, dass er im Dezember einen subsidiären Schutz in Deutschland bekommt, bleiben darf zunächst. Das ist zwar kein Asyl an sich, aber er darf erst mal in Deutschland bleiben. Er kann sich sicher sein und dann wird er eben nach Solingen überstellt und ist dann eben dort in der Flüchtlingsunterkunft. Und das eben deutet darauf hin, dass er ganz genau wusste, was er zu tun hat, dass er vielleicht wusste, dass er nicht da sein soll, wenn sie kommen, um ihn abzuholen und dass er sich danach wieder melden kann. Dass solche Abschiebungen dann nicht funktionieren innerhalb Europas, das zeigt die nächste Grafik, die ich mitgebracht habe. Denn es ist tatsächlich kein Einzelfall, dass Deutschland es nicht schafft, Migranten wieder zurück in ein anderes europäisches Land abzuschieben. Wir schauen auf die Zahlen. Nur aus diesem Jahr bis jetzt gab es 43.000 Ersuche
für Abschiebungen in andere europäische Länder, weil eben die Migranten zuerst in dieses andere Land eingereist sind. 25.000 Mal haben diese anderen Länder schon gesagt, genau wie in diesem Fall aus Solingen, ja, wir nehmen diese Person zurück. Bisher sind aber nur 3.500 Abschiebungen dahingehend passiert, dass zurück abgeschoben wurde in ein anderes europäisches Land. Es gibt ja noch ein weiteres Beispiel, wo eben genau das zu einer Terrortat geführt hat, dass jemand, der eigentlich nicht hätte in Deutschland sein dürfen, sondern in einem anderen europäischen Land hätte sein müssen, einen Terroranschlag begangen hat. Und das war in Hamburg 2017. Da hat ein 20-jähriger Palästinenser, der über Norwegen eingereist ist, in Hamburg einen 50-jährigen Mann in einem Supermarkt erstochen. Und eben das zeigt so ein bisschen die Problematik. Es gibt viele Fristen, es gibt viele Bestimmungen, an die sich die Behörden eben halten müssen. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite auch Rechtsberatung, die das vielleicht auch kennen. Und das ist das, was Hendrik Wüst hier so ein bisschen anspricht, was er hier dann eben auch kritisiert. Das Spannende daran ist, diese Debatte ist nicht neu um eben diesen Rechtsbeistand für Flüchtlinge. Und zwar ist es ziemlich aktuell. Und zwar Anfang des Jahres hat nämlich die Ampel ein Abschiebepaket verabschiedet, wo es hieß, wir greifen jetzt durch, wir schieben jetzt mehr ab, wir verschärfen die Regeln. Das ist im Februar 2024 endgültig beschlossen wurde. Da gibt es mehr Befugnisse für Abschiebungen tatsächlich. Zum Beispiel wird das Ausreisegewahrsam auf 28 Tage verlängert. Das heißt, wenn es heißt, jemand soll abgeschoben werden, kann er dann in Haft genommen werden und das geht jetzt länger. Und er ist dann so lange in Haft, bis dann eben die Abschiebung vollzogen ist. Allerdings, und das gab damals schon, also Anfang des Jahres, viel Kritik. Da drin steht auch, dass es einen Pflichtanwalt für eben diese ausreisende Pflichtige gibt. Und da gab es eben genau dieselbe Debatte, die Hendrik Wüst hier angesprochen hat. Und zwar vor allem natürlich von der Union, die gesagt hat, beispielsweise kamen da so Sätze wie, das ist kein Abschiebeverbesserungs-, sondern ein Abschiebeverhinderungsgesetz, weil man eben genau diese Befürchtung auch hier schon formuliert hat. Diese Pflichtanwälte, die könnten beispielsweise den Flüchtlingen sagen, wann die Abschiebung droht, sie sich deswegen eben der Abschiebung entziehen könnten. Oder sie könnten durch Akteneinsicht quasi die Zeit verlängern, sodass eben dieses Ausreisegewahrsam, was eigentlich verlängert wurde, dann auch nicht mehr ausreicht, weil eben Dinge noch geprüft werden müssen. Das heißt, es gibt hier eben jetzt mittlerweile eine Diskussion darum, die meiner Meinung nach wahrscheinlich auch noch größer werden könnte, wenn mehr Informationen rauskommen, wie er es geschafft hat, sich eben dieser Abschiebung zu entziehen. Ja, genau, das wird natürlich noch mehr zeigen, ob noch mehr rauskommt, wie er an den Anwalt, an die Anwältin gelangt ist und wie er dann eben auch konkret beraten wird. Ich glaube, diese Debatte darum ist noch nicht vorbei. Nee, ganz sicher nicht, denn jeder Stein wird umgedreht. Denn es geht natürlich erst mal zu analysieren, bevor man was ändern kann, was eigentlich konkret schief lief. Gerrit, das war spannend. Danke für diesen Überblick.